Ist denn die McDonald's-Aktie jetzt im Sommer 26 ein gutes Investment? Im Gegensatz zu vielen Tech-Werten hat die McDonald's-Aktie ja eher nachgegeben und der Aktienkurs befindet sich momentan auf einem kleinen Tief. Wenn man den langfristigen Trend hingegen anschaut, dann sieht man aber, dass der Trend nach oben läuft und wir uns aber gerade auf so einer Ebene bewegen, wo der Trend auch wieder nach oben ausschlagen könnte. Wir schauen heute ein bisschen tiefer rein, was bei der McDonald's eigentlich gerade so los ist. Wir schauen in die Zahlen, wir führen einen Konkurrenzvergleich durch, wir schauen auf die Profitabilität, auf die Belohnung für uns als Aktionäre in Form von Dividenden, Aktienrückkäufen und auch der Sicherheit. Wir nehmen eine aktuelle Bewertung vor, bewerten das Fair Value der McDonald's-Aktie und kommen dann zu einem kleinen Fazit. Wie immer ist das hier auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere hier Aktien mit euch und ihr entscheidet bitte immer selbst, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Schauen wir uns erstmal an, wie McDonald's eigentlich sein Geld verdient. Denn zunächst denken viele erstmal an Hamburger und Pommes, aber das Geschäftsmodell ist tatsächlich deutlich interessanter. Denn über 95% aller Restaurants, die werden selbstständig von Franchise-Nehmern betrieben und die zahlen halt Gebühren für die Nutzung der Marke und häufig auch zusätzlich Miete an McDonald's. Dadurch verdient der McDonald's-Konzern hingegen nicht nur am Verkauf der Produkte, sondern vor allem auch an einem sehr planbaren Lizenz- und Immobiliengeschäft. Und genau dieses Franchise-Modell macht McDonald's deswegen auch so außergewöhnlich, weil es eigentlich ein Immobilienkonzern ist. Während die Franchise-Nehmer den tatsächlichen Restaurantbetrieb übernehmen, profitiert der Konzern von regelmäßigen Einnahmen bei vergleichbarem geringem operativen Risiko. Hinzu kommt halt noch die enorme Markenbekanntheit auf der ganzen Welt. Sie investieren aber auch seit Jahren bereits viel in digitale Bestellungen. Ihre App wird immer erneuert, Lieferdienste werden immer mehr eingebunden und das Loyalty-Programm wird auch immer stärker. Ziel davon soll halt sein, die Kundenbindung zu erhöhen und dazu führen, dass halt bestehende Kunden gerne wiederkehren. Trotz eines schwierigen, auch internationalen Umfeldes zeigt sich McDonald's eigentlich erstaunlich robust, denn viele Verbraucher, die achten zwar sehr aufs Geld, aber dennoch bleiben die Restaurantbesuche bei günstigen Anbietern vergleichsweise gefragt. Besonders wichtig sind auch diese Value-Menüs, gerade in den USA. Die sprechen halt diese preisbewussten Kunden auch an und helfen dabei, die Besucherzahlen stabil zu halten, auch in schwierigen Zeiten. Ein weiterer Wachstumstreiber ist halt die Digitalisierung. Über die App laufen immer mehr Bestellungen ab und auch über diese Selbstbedienungsterminals. Das Bonusprogramm, das wächst weiter und liefert dem Unternehmen aber auch Kundendaten für personalisierte Angebote. International entwickelt sich McDonald's weiterhin ziemlich solide. Märkte wie Deutschland, Großbritannien, Japan oder auch Australien, die tragen dazu bei, dass das Unternehmen nicht ausschließlich von USA auch abhängig ist. Also eigentlich haben sie Restaurants auf der ganzen Welt. Parallel investieren sie auch immer weiter in den Getränke- und in den Kaffeemarkt, denn dort sieht das Management auch noch Wachstumspotenzial, weil sich mit vergleichsweise günstigen Produkten attraktive Margen erzielen lassen. Die Preissensibilität der Kunden ist allerdings auch McDonald's stärkste Herausforderung momentan. Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen, die reduzieren eher Restaurantbesuche oder greifen häufiger auch zu günstigeren Alternativen. Hinzu kommt aber auch noch ein intensiver Wettbewerb. Es gibt Burger King, Wendy's, in den USA zumindest, oder auch Chipotle, Mexican Grill, die konkurrieren um dieselben Kunden letztendlich. Daneben gibt es aber noch zahlreiche regionale Fastfood-Ketten, die ebenfalls Marktanteile gewinnen und so weiter. Auf der Kostenseite bleibt der Druck halt auch hoch, weil die Löhne halt auch steigen mit der Inflation. Es gibt steigende Lebensmittelpreise, Energiekosten werden teurer. Und die belasten halt auch die Margen der Restaurantbetreiber. Ein weiterer Punkt ist aber auch noch die öffentliche Wahrnehmung momentan. In den vergangenen Monaten, da wurde McDonald's immer wieder für die gestiegenen Preise auch kritisiert. Das Management hat aber bereits reagiert und legt jetzt wieder stärkeren Fokus auch auf diese günstigeren Menüs. Das sieht man auch anhand der letzten Quartalszahlen, denn der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 9% auf 6,52 Milliarden US-Dollar. Und noch erfreulicher entwickelt sich aber das operative Ergebnis. Das ist sogar um 12% gestiegen und der Gewinn je Aktie verbesserte sich auch auf 2,78 $. Besonders beeindruckend jedoch ist die operative Marge, die liegt bei rund 46%. Das ist schon echt stark. Die zeigt halt, wie profitabel dieses Franchise-Modell letztendlich auch funktioniert. Die vergleichbaren Restaurantumsätze, die entwickeln sich ebenfalls positiv und das spricht dafür, dass nicht nur neue Filialen
etabliert werden, sondern auch bestehende Restaurants mehr Umsatz machen. Und inzwischen werden über 9 Milliarden Dollar Quartalsumsatz über das Loyalty-Programm auch erwirtschaftet. Und das unterstreicht nochmal den Stellenwert dieses Programms und warum diese digitale Kundenbindung auch wichtig ist. Und auch für die kommenden Quartale, da bleibt das Management eigentlich überwiegend optimistisch, denn die Jahresziele wurden trotz des anspruchsvollen Umfelds bestätigt und McDonald's plant auch 2600 neue Restaurants ungefähr. Damit setzt das Unternehmen halt den Expansionskurs auch durch. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt das günstige Menüangebot, das weiter ausgeweitet werden. Und sie investieren weiterhin auch in Kaffee, kalte Getränke, digitale Bestellsysteme und so weiter. Also spricht vieles dafür, dass es auch mit McDonald's positiv weiterläuft. Ja, nachdem wir jetzt das Geschäftsmodell betrachtet haben, lohnt sich jetzt ein Blick darauf, wo die Umsätze eigentlich generiert werden, sprich in welcher Region. Denn rund 39% der Umsätze erwirtschaftet McDonald's in den USA. Das bleibt damit der Heimatmarkt, aber es ist noch nicht mal die Hälfte. Ein Viertel ungefähr fällt auf die sogenannten International Operated Markets ab. Dazu gehören mittlerweile viele entwickelte Märkte wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, aber auch Australien. Diese Regionen zeichnen sich durch relativ stabile Erträge und auch eine hohe Kaufkraft aus. Weitere 22%, die stammen dann aus den International Developmental Licensed Markets, also aus den entwickelten Märkten. Hier arbeitet McDonald's überwiegend mit Lizenzpartnern. Für den Konzern bedeutet das halt geringere Investitionen und gleichzeitig attraktive Lizenz- und Franchise-Einnahmen für diese Märkte. Neben den Regionen ist auch noch wichtig, womit McDonald's das meiste Geld verdient. Denn auf den ersten Blick stammen 62% der Umsätze aus den eigenen Restaurants. Also für Anleger sind aber auch die Franchise-Umsätze ziemlich interessant. Sie machen zwar nur ungefähr ein Drittel des Umsatzes aus, liefern aber einen überproportional hohen Gewinn. Lizenzgebühren und Mieteinnahmen, die verursachen deutlich geringere Kosten als der Betrieb eigener Restaurants. Große Wettbewerber von McDonald's, mit denen wir gleich auch noch die Zahlen miteinander vergleichen werden, sind unter anderem Restaurant Brands. Dazu gehören nämlich auch große Marken wie Burger King, wie Popeyes und Tim Hortons. Burger King ist am ehesten noch bekannt bei uns. Das Geschäftsmodell, das ähnelt McDonald's schon stark, denn auch hier dominiert das Franchise-System. Dann gibt es noch Yum Brands mit KFC, Taco Bell und Pizza Hut. Das dürftet ihr auch kennen. Das ist auch weltweit bekannt und auch hier bei uns in Deutschland ja verfügbar. Das Unternehmen ist auch ziemlich breit aufgestellt, profitiert ebenfalls von einem hohen Franchise-Anteil. Dann gibt es noch weitere Restaurantbetreiber, die ein etwas anderes Geschäftsmodell haben, wie Chipotle Mexican Grill, die setzen nicht so auf klassisches Fast Food, sondern auf individuell zusammengestellte Burritos und Bowls mit stärkerem Fokus auf Frische. Und bei jüngeren Kunden gewinnt das auch stark gerade an Beliebtheit und auch an Marktanteil. Dann gibt es in Nordamerika, bei uns gibt es das nicht, also habe ich zumindest noch nie gesehen, Wendy's. Das ist dort ein relevanter Wettbewerber, die machen auch Burger. Das spielt aber international halt nicht so eine große Rolle, ist auch kleiner als McDonald's. Dann habe ich nochmal als Vergleich, weil das auch von euch schon mal gewünscht wurde, Domino's Pizza mit aufgenommen. Die verkaufen zwar keine Burger, sondern Pizza, aber konkurrieren halt ebenfalls um das Budget der hungrigen Menschen, locken auch die Leute in Schnellrestaurants. Genau, mit diesen Unternehmen, da vergleichen wir jetzt mal McDonald's und schauen jetzt auf die Zahlen. In der Entwicklung von Umsatz und Gewinn, da sehen wir echt im Laufe der Jahre einen schönen Anstieg von links unten nach rechts oben. Und auch die Marge ist konstant so hoch wie jetzt. Also man sieht, sie war schon immer um die 46%. Und damit ist McDonald's schon wirklich ziemlich profitabel. Wenn wir jetzt die operative Gewinnmarge mit denen der Wettbewerber vergleichen, dann liegt McDonald's hier auch klar an der Spitze. Denn Restaurant Brands, die erreichen nur 27% und Yum Brands nur 33%. Beide Unternehmen arbeiten ebenfalls profitabel, aber nicht so profitabel wie McDonald's. Chipotle, Wendy's und auch Domino's Pizza, die liegen nochmal deutlich darunter. Gerade Chipotle, die wachsen zwar wesentlich schneller momentan, dafür müssen sie aber noch viel mehr Kapital auch investieren und in den Betrieb eigener Restaurants auch reinstecken. Ein weiterer Messwert für die Profitabilität ist ja immer der Return on Invested Capital, so der ROIC, denn der sagt aus, wie viel Dollar Gewinn das Unternehmen letztendlich aus jedem eingesetzten Dollar Eigen- und auch Fremdkapital herausarbeiten kann. Hier sehen wir ein wenig ein anderes Bild, denn hier ist Chipotle tatsächlich vorne mit 19%, ist das hier der höchste Wert. Das Unternehmen ist hier schon profitabel beim ROIC und das kann halt sein Kapital am effizientesten einsetzen. Da kommt am meisten bei raus, nennen wir es mal so. McDonald's liegt aber nur knapp darunter bei 16% und ist ebenfalls auf einem noch sehr guten Niveau. Restaurant Brands und auch Yum Brands, die liegen etwas darunter und Wendy's ist hier am unprofitabelsten, die bilden das Schlusslicht.
Aber was bleibt denn jetzt bei einer Investition in McDonald's für uns als Anleger übrig? Zum einen ja die Dividende. Und McDonald's ist ja gerade für Dividendenanleger ein sehr beliebtes Unternehmen, denn sie sind mittlerweile Dividendenkönig, weil sie schon seit 50 Jahren ihre Dividenden gesteigert haben. Der Wert an sich liegt gar nicht mal so hoch, nur bei rund 2,5%. Ist jetzt auf den ersten Blick keine hohe Dividendenrendite. Entscheidend ist dabei aber auch die Qualität der Dividende. Denn neben den stetigen Erhöhungen über 50 Jahre lang kann sich auch echt das Wachstum sehen lassen. Über die letzten 5 und die letzten 10 Jahre, da wurde die Dividende durchschnittlich um rund 8% pro Jahr auch gesteigert. Die Ausschüttungsquote liegt momentan bei rund 59% auf den Gewinn, beziehungsweise auf 74% auf den Free Cashflow. Ist jetzt kein extrem niedriger Wert. Die nachhaltige Wachstumsrate, die lässt sich aufgrund des kaum aussagekräftigen Eigenkapitals hier nicht berechnen, ist aber jetzt auch kein Warnsignal, sondern eine Folge der Kapitalstruktur. Also für Einkommensinvestoren ist McDonald's weiterhin attraktiv und auch für Freunde von Dividendensteigerungen ist McDonald's ein spannendes Unternehmen. Wenn wir nun mal die Dividendenzahlungen mit denen der Wettbewerber vergleichen, dann bietet McDonald's ja die rund 2,5, 2,6% und ein solides Wachstum von knapp 8% jährlich. Restaurant Brands, die zahlen etwas mehr Dividende, steigern aber deutlich langsamer. Yum Brands, die überzeugen vor allem durch ein außergewöhnlich hohes Dividendenwachstum. Man sollte dabei allerdings beachten, dass das von einer sehr niedrigen Ausgangsbasis halt kommt und nicht zwangsläufig dauerhaft so hoch ausfallen muss. Wendy's lockt hier mit der höchsten Dividendenrendite aktuell, aber seht ihr auch später noch, der Aktienkurs ist ziemlich in den Keller gegangen. Das liegt auch daran und lasst euch davon bitte nicht täuschen. Chipotle zahlen gar keine Dividende, die stecken das ganze Geld in ihr eigenes Wachstum. Und für langfristige Dividendeninvestoren, da ist McDonald's schon ein interessantes Unternehmen, weil es einen ausgewogenen Mix halt aus Dividendenhöhe und Wachstum bietet. Wie gesund ist denn die Ausschüttung? Also können sich die Unternehmen ihre Ausschüttung leisten? Letztendlich ja, McDonald's mit knapp 60%, die liegen so im gesunden Mittelfeld. Restaurant Brands, die schütten sogar noch mehr aus, als aktuell verdient wird. Das ist gerade nicht mehr so gesund, eine Quote von über 100%. Yum Brands, die verfügen hingegen über noch viel mehr Spielraum nach oben und auch für zukünftige Dividendenerhöhungen. Wendy's, die bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie McDonald's momentan. Und neben der Ausschüttung von Dividenden kann ein Unternehmen uns Anleger ja auch durch Aktienrückkäufe belohnen, denn dadurch werden unsere eigenen Anteile mehr wert. Und hier liegt die Aktienrückkaufrendite bei momentan 0,8%, ist jetzt kein außergewöhnlich hoher Wert, zeigt aber, dass McDonald's weiterhin regelmäßige eigene Aktien vom Markt auch zurückkauft. Man sieht hier auch schön auf der Grafik, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien im Laufe der Jahre immer weiter runtergegangen ist. Das heißt, unsere Aktien werden halt mehr wert. Wenn man das jetzt mit denen der Wettbewerber vergleicht, dann ist tatsächlich momentan, das ist halt immer die momentane Aktienrückkaufquote, das kann ja mal höher, mal niedriger sein, also es ist wirklich eine Momentaufnahme. Da ist Chipotle gerade ganz weit vorne, sie kaufen die meisten eigenen Aktien zurück. Dann noch Wendy's mit 5,3% Aktienrückkaufrendite, Domino's Pizza auch mit 3,7%, Yum Brands 1,2%, McDonald's 0,9%. Und Restaurant Brands, die kaufen gerade momentan keine eigenen Aktien zurück. Kommen wir jetzt mal zur finanziellen Stabilität von McDonald's. Auf den ersten Blick wirken hier einige Kennzahlen etwas abschreckend, da das Eigenkapital im negativen Bereich ist, weil sie sich viel über Fremdkapital finanzieren. Deswegen sollte man sich bei McDonald's lieber auf andere Kennzahlen konzentrieren. Deutlich aussagekräftiger ist die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA, denn mit ungefähr dem 3,2-fachen müsste McDonald's ungefähr etwas mehr als 3 Jahre letztendlich ihren EBITDA erwirtschaften, um alle Schulden tilgen zu können. Das liegt nicht mehr so richtig im konservativen Bereich, aber mit so stabilen und planbaren Cashflows ist dieser Wert immer noch irgendwo vertretbar. Hinzu kommt noch ein Zinsdeckungsgrad von fast 8. Also mit dem EBIT kann McDonald's seine Zinsen 8-mal abdecken ungefähr. Ein weiterer Pluspunkt ist noch der kontinuierlich steigende Free Cashflow je Aktie, denn der finanziert letztendlich auch die Dividenden und die Rückkäufe und auch den großen Teil der Investitionen. Ist denn jetzt die McDonald's-Aktie zum aktuellen Aktienkurs eher günstig oder immer noch zu teuer oder fair bewertet? Anhand des KGVs haben wir einen 22er KGV und das liegt auch so im Rahmen, wie das KGV die letzten Jahre immer so gewesen ist. Also im Moment sind wir wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber wir hatten das ein paar Jahre zuvor auch schon mehrmals. Also wir sind jetzt nicht wesentlich günstiger als
in den Vorjahren. Im Vergleich zu den Wettbewerbern, denn dort ist das KGV eigentlich noch viel aussagekräftiger. Da sieht man aber auch, dass McDonald's hier so im Mittelfeld bewertet ist. Sie ist weder besonders günstig noch außergewöhnlich teuer. Unternehmen mit höherem Wachstum wie Chipotle, die werden vom Markt traditionell mit deutlich höheren KGVs bewertet. McDonald's nimmt hier so eine interessante Zwischenposition ein. Restaurant Brands ist ein klein wenig teurer, Yum Brands auch, die bewegen sich aber alle so im niedrigen, so im 20er-Bereich. Chipotle halt am teuersten, Wendy's ist am günstigsten bewertet aktuell mit 7,9-fachem KGV. Der Aktienkurs ist wirklich stark gesunken. Und Domino's Pizza ist auch noch günstiger, das überrascht mich, die hätte ich jetzt ein bisschen teurer eingeschätzt. Die liegen bei unter 20, nämlich bei 16,6. Und im langfristigen Kursverlauf von Aktienkurs und auch Total Return inklusive Dividenden sieht man, dass wir langfristig mit McDonald's sowohl auf 5 Jahre als auch auf 10 Jahre in beiden Fällen einen positiven Ertrag erwirtschaftet hätten. Wenn wir das mal mit den Wettbewerbern vergleichen, da bewegt sich hier McDonald's auch so im Mittelfeld. Hier ist der Total Return auf die letzten 5 Jahre jetzt mal angegeben. Restaurant Brands, die liegen knapp darunter mit 26,6%, während McDonald's fast 30% Total Return eingebracht hätte. Yum Brands liegen leicht höher bei 38,3%. Mit Chipotle hätten wir immer noch 7% Total Return auf die letzten 5 Jahre erreicht, während wir sowohl mit Wendy's als auch mit Domino's Pizza einen Verlust erlitten hätten. Und ob McDonald's jetzt teuer, günstig oder fair bewertet ist, das sehen wir auch anhand der Fair Value Betrachtung hier von Investing Pro. Denn wir sind hier leicht unterbewertet mit einem Fair Value Upside Potenzial von 7,7%. Darunter verbergen sich verschiedene Berechnungsmodelle und im Durchschnitt kommen diese Modelle halt auf diese leichte Unterbewertung. Das sieht aber bei den Wettbewerbern ziemlich ähnlich aus, denn auch hier sehen wir eigentlich bei allen, bis auf Yum Brands, einen Fair Value, was oberhalb des aktuellen Aktienkurses liegt. Also die Bewertungsmodelle sehen hier fast überall eine Unterbewertung, mal mehr, mal weniger. Da, wo sowohl Analysten als auch die Fair Value Betrachtung von Investing Pro das höchste Potenzial nach oben sehen, ist derzeit bei Chipotle, Mexican Grill und bei Domino's Pizza. Deswegen sind das hier mal die beiden Gewinner in meinem Vergleich. Aber letztendlich ist bei so gut wie allen Unternehmen Potenzial nach oben vorhanden. Kurzer Einschub. Auch heute möchte ich euch wieder meinen Kooperationspartner Investing Pro vorstellen. Das ist das Subscription-Tool von investing.com. Besonders die ProPix KI, das sind die Strategien, wo die KI Aktien nach bestimmten Kriterien herausfiltert, die die Indizes schlagen sollen, die dahinter als Benchmark genommen werden. Zum Beispiel bei den Industrie-Champions Deutschland sollen Aktien gewählt werden, die das Potenzial haben, den DAX out zu performen. Und wenn wir hier mal reingehen, dann sehen wir, dass wir bis jetzt eine Outperformance gegenüber des DAXes von über 385% mit dieser Auswahl erfahren hätten. Und jeden Monat wird das neu gewichtet. Wir haben noch den Juni. Und im Juni ist halt MTU Aero Engines dazugekommen, Siemens Energy, RWE, E.ON, die ThyssenKrupp, Wacker Chemie, auch die Rheinmetall hat es wieder reingeschafft und die Salzgitter AG. Ein paar andere Werte, wo die KI weniger Potenzial sieht, sind in dem Monat dann rausgeflogen, wie die Deutsche Post oder auch SMA. Man kann sich auch die Begründung dazu ansehen und wie gesagt, jeden Monat wird das neu gewichtet. Es gibt auch ganz viele verschiedene Strategien aus mehreren Ländern. Wenn ihr euch für koreanische Pharma-Stocks interessiert oder für Aktien aus Indien oder aus Saudi-Arabien, dann findet man hier KI-Strategien über verschiedene Länder und Sektoren hinweg. Also ist echt interessant. Und über meinen Link, da bekommt ihr auch nochmal ordentlich Rabatt. Schauen wir uns nochmal eine weitere Bewertung an, nämlich die von Liberty Stock Markets. Das ist ein Unternehmen, die stellen Analysen zu vielen verschiedenen Unternehmen bereit, haben auch selber ein Depot, wo sie bekannt geben, welche Werte sie kaufen, welche sie verkaufen. In dem Ganzen könnt ihr auch teilnehmen, wenn ihr euch hier registriert und hier bei Liberty Stock Markets halt auch ein Abo abschließt. Dann kann man das Ganze auch hier mitverfolgen und sich die Analysen im Detail auch ansehen. Die sehen McDonald's allerdings gerade etwas weniger optimistisch und sehen einen Abwärtstrend voraus. Und sie selber haben auch die Position deswegen vollständig liquidiert. Das wirkt kurzfristig, also nicht wie ein frischer, tragfähiger Aufwärtstrend für sie, sondern eher wie eine laufende Korrektur. Analyse ist hier allerdings schon von April, aber seitdem hat sich jetzt auch nicht so viel geändert. Schaut euch gerne auch mal Liberty Stock Markets an. Den Link dazu habe ich euch auch in dem Video unten in der Beschreibung verlinkt. Also rein kurzfristig anhand der technischen Analyse sieht das erstmal nicht so aus, als ob sich die McDonald's-Aktie jetzt in weite Höhen schießen würde in den nächsten Monaten. Dennoch ist das halt für mich einfach ein Langfrist-Investment. Wenn ich jetzt mal auf die Chancen und auf die Risiken übergehe, dann stehen auf der Chancenseite für mich ganz klar die außergewöhnliche Markenstärke
halt, das ist eines der bekanntesten Unternehmen der Welt, hat eine enorme Preissetzungsmacht. Das Franchise-Modell, das sorgt für konstant hohe Margen, Cashflows. Das ist ein recht risikoarmes Geschäft. Es kommen immer weitere Restaurants auch dazu, international. Es gibt eine fortschreitende Digitalisierung, die App läuft gut, das Loyalty-Programm wird gut angenommen und das ist auch ein Zeichen, dass McDonald's auch die nächsten Jahre weiter gute Umsätze erwirtschaften und auch weiter wachsen kann. Auf der Risikoseite hingegen haben wir halt wirklich die Verbraucher, die reagieren sensibel auf steigende Preise. Der Wettbewerb, der ist stark. Der Fastfood-Markt, der bleibt halt auch umkämpft. Es gibt halt auch andere No-Name-Restaurantbetreiber. Und für Anleger, die jetzt halt ein wachstumsstarkes Unternehmen im Depot haben möchten, ist McDonald's jetzt auch nicht unbedingt geeignet, denn es ist wirklich ein eher defensives Unternehmen für mich. Das überrascht jetzt nicht mit spektakulärem Wachstum. Die Stärke liegt halt eher in der Verlässlichkeit, in der Konsistenz, auch der Einnahmen, der Dividenden. Und das ist ein schönes, langweiliges Unternehmen im Konsumgüterbereich für mich. Wenn euch weitere langweilige Konsumgüterunternehmen interessieren, dann schaut euch gerne mal meine 2 Videos an, die ich dazu Anfang des Jahres mal gedreht hatte. Da findet ihr auch ein paar spannende Werte und spannende Vergleiche. Ich hoffe, euch hat das Video heute zu McDonald's gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal. In Zukunft kommen auch wieder mehr Videos. Tut mir leid, ich habe die letzten 2 Monate einfach, keine Ahnung, so eine Krise gehabt, keine Motivation. Ich hatte so viel um die Ohren und habe es einfach nicht geschafft. Aber jetzt muss es auf jeden Fall damit weitergehen. Und ich freue mich auch wieder von euch zu hören, eure Kommentare zu lesen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch erstmal frohes Schwitzen, denn hier sind es gerade 36 Grad. Mir ist super heiß. Deswegen werde ich jetzt gleich mal eine Runde schwimmen gehen. Also macht's gut, bis bald und ciao, ciao.